Guten Abend zusammen. Heute wird schwer, dunkel und kompromisslos. Wir haben eine Band am Start, die seit den 80ern ihren eigenen Stempel in Extreme Metal gedrückt hat. Roh, aggressiv und ohne Umwege. Freut euch auf ein Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und das, was noch kommt. Hier sind sie, Messiah. So, guten Abend. Yeah, guten Abend. Aus Hallo Kreta, zusammen. Jungs, es ist großartig, euch in der Sendung Alters of Metal zu haben. Wie geht's euch? Super, wunderbar. Ich bin gesund. Geht Okay. super. Hab gesagt, noch ein bisschen krank gewesen, ganze Familie, aber ansonsten wieder auf dem Tag. Okay, so, lasst uns am Anfang starten. Okay, Brögi, du hast Messiah 1984 zusammen mit Yasi und Chösi gegründet und schon im Jahr darauf das Demo Power Trash veröffentlicht. Im selben Jahr folgten zwei weitere Demos, wie Infernal Thrashing und Live Bar, bevor 1986 eure erstes Full-Length-Album Hymn to Abramelin erschien. Erzähl uns, wie hat damals alles angefangen? Wie hast du Yasi und Chesi kennengelernt? Wie kam es zur Bandgründung und was wolltet ihr musikalisch damals eigentlich ausdrücken bzw. liefern? Ja, das war eigentlich ein Zufall. Zuerst hatte ich Jersey kennengelernt. Also ich habe schon länger Gitarre gespielt, so ein bisschen rumgeprobt zu Hause. Ich komme aber mehr aus der normalen Metal-Ecke, so alte Judas Maiden Sachen und so. Und dann habe ich ein Effektgerät, ein Inserat gemacht. Und dann hat Jersey mich angerufen, weil er sich dafür interessiert hat. Und dann kamen wir ins Gespräch und fanden heraus, dass wir eigentlich da auf einer selben Linie sind. Und dann haben wir uns getroffen und irgendwann kam die Idee, ja, wir könnten ja mal zusammen ein bisschen Krach machen. Und dann war natürlich schnell die Idee da, einen Drummer brauchen wir natürlich. Ich muss aber sagen, keiner von uns konnte irgendwie ein Instrument richtig spielen. Also Jersey hat da eigentlich noch gar nicht Bass gespielt, aber er hat mir schon sein Organ vorgeführt, sein spezielles Schreien. Und dann wusste, dass ich in einer Videoverleih Laden jemanden kannte, also Jesse, der da auch immer ging, Horrorfilme und so holen. Und dann haben wir ihn da mal getroffen und haben ihn gefragt, willst du auch mal jammen kommen? Allerdings hat er überhaupt nichts mit Metal zu tun, mehr mit Rocksachen und so. Und dann kamen wir zusammen und haben gedacht, hey, das ist geil, wir machen was. Aber Jersey war voll schon damals, er kannte viele extreme Sachen, ich eher nicht, Jesse gar nicht. Und dann haben wir einfach mal drauf losgejammt. Und zwar einfach nur ohne irgendwie eine Struktur zu haben. Also das absolute Chaos, sondern einfach nur der jugendliche Wahnsinn. Und Jesse, der hatte noch gar nicht schnell gespielt. Das hört man natürlich auch auf den uralten Aufnahmen. Den haben wir vergewaltigt. Mach mal schneller und so. Und dann haben wir gesagt, hey komm, wir machen eine Band, weil wir uns extrem gut verstanden haben. Und so ist das entstanden. Wir hatten dann auch in einem alten Schulhaus, in einem Bunker, einen Übungsraum gefunden und so fing das an. Ja. Okay. Messiah löste sich Mitte der 90er auf und ihr seid 2003 vor einer Show wieder zusammengekommen, richtig? Ja, wir haben uns 94 war Schluss. Wir hatten da so ein bisschen, wie sagt man, musikalische Differenzen dann Okay. auch. Also angefangen hat es eigentlich, weil Andy, unser Sänger, ausgestiegen ist und wir auf der Suche waren, was sich relativ schwierig herausgestellt hat, einen Ersatz zu finden. Und wir sind dann eher per Zufall auf Christopher Johnson gestoßen. An einer Show irgendwie haben wir uns kennengelernt und verstanden. Und irgendwann haben wir entschieden, gemeinsame Sache zu machen. Hat natürlich immer ein bisschen Aufwand gebraucht mit dem Einfliegen vom Sänger. Gage war auch nicht so hoch und so. Es war alles so ein bisschen drunter und drüber. Und irgendwie 94 hat dann irgendwie ja auch wirklich das nicht mehr so richtig funktioniert.
Ich mag mich erinnern, dass Brögi keinen Bock mehr hatte oder nicht mehr so Bock auf Live-Shows hatte. Bitte widersprechen Sie mir. Und ich und der damalige Bassist wollten unbedingt live spielen und so haben wir uns dann irgendwie entschieden, dass wir das beenden. Ja, und das ist richtig, 2003 haben wir uns... Danach habt ihr gesagt, dass ihr kein Interesse an einer Reunion habt. Genau. Ja, und es waren 2 Shows eigentlich da. Dann eine kleine Clubshow in der Schweiz und dann als großes... Nein, das war in Zürich im Abad Club und danach mit Full Force Festival in Deutschland. Ich habe gelesen, dass Ende 2017 wurdet ihr dann von einem Freund und Konzertpromoter gebeten, ein paar geheime Shows in Luzern zu spielen. Ihr habt zugesagt und nach diesen Shows Anfang 2018 beschlossen, wieder an neuem Material zu arbeiten. Richtig, bis jetzt. Und 2020 kam Fragmund und 4 Jahre später erschien Christus Hypercubus in 2024. So, wie fühlt ihr sich? Euch. Euch, ja, Entschuldigung, heute mit Blick auf den bisherigen Weg von Messiah und wie hat euch das persönlich geprägt, auch innerlich für euer Leben? Gut, ich denke, wir sind natürlich alle älter geworden und du hast vorher angesprochen mit der Reunion, nach diesen Secret Shows, wo wir dann im Januar 18 entschieden hatten, eine offizielle Reunion zu machen, war es vor allem ein bisschen mein Wunsch, nicht nur alte Sachen zu spielen, sondern auch kreativ zu sein. Und dann haben wir das eigentlich zusammen entschieden, dass wir ein Reunion-Album machen. Und das war natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, weil Reunion-Alben von so einer alten Band, das kann ja theoretisch recht hinten rausgehen. Und wir haben aber einfach gemacht, was uns gefällt, wie wir es immer gemacht haben. Und um jetzt darauf zurückblicken, wie du sagst, sind wir eigentlich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Es hat für uns gestimmt und viele Fans haben das sehr gut aufgenommen. Es war auch ein bisschen mehr Medienpräsenz als früher. Und ich denke, wir sind alle in der Band untereinander als Kollegen gewachsen. Das ist das Schöne bei Messiah. Wir sind eigentlich eine Familie. Früher war es auch so, aber da war halt noch immer ein Sauhaufen. Und streiten und Instrumente kaputtschlagen und an die Birne hauen und so. Nein, ein bisschen übertrieben. Aber das ist das Schöne jetzt, dass wir an für sich so jetzt mit der Reunion seit 2018 gewachsen sind. Und das größte Geschenk ist natürlich, dass die Fans das gutieren. Also wir machen sicher für uns, aber geben den Fans was und die Fans geben uns eigentlich die Energie zurück zum immer weitermachen. Und was natürlich auch speziell ist, also Messiah hat es am Stück noch nie so lange gegeben wie jetzt. Mit dieser Reunion. Das hat es noch nie gegeben und das zeugt ja auch davon, dass es eigentlich eine super Sache ist. Und wir sind selbst organisiert und selbstbestimmt. Also wir sind immer noch, sagen wir mal, weit weg vom kommerziellen Musikbusiness. Wir haben da auch den riesen Vorteil, dass wir mit Roger, das ist übrigens ja ein uralter Freund von uns und auch familiär noch verbunden bei mir. Und er ist da reingewachsen und so haben wir eigentlich eine Sache, die uns relativ selbstständig macht und er ist eigentlich wie ein Bandmitglied und wir sind an niemandem was schuldig, sondern er ist eigentlich auch Messiah-Fan, wenn man so will. Und das ist das Schöne am Ganzen, wie wir jetzt miteinander unterwegs sein können. Ja. Mhm. Erzähl uns etwas über die... nein, Entschuldigung. Bedauert ihr es manchmal, ein Mensch zu sein? Wie könnte die Welt besser werden? Und glaubt ihr, dass die Menschheit Hoffnung hat, sich auf der Kardashev-Skala weiterzuentwickeln? Steve, soll ich oder willst du? Mach du mal. Ich habe ja die Ideen mit, ich weiß schon, was du ansprichst. Du hast natürlich dich ein bisschen mit Christus Hypercubus befasst.
Gut, also ich muss so sagen, mich interessieren einerseits Grenzwissenschaften und soziale Dinge und natürlich Atheist, wie wir das früher auch gemacht haben. Kirchliche Kritik hat aber nichts mit irgendwie Black Metal zu tun oder schwarze Dinge, weil sonst wären wir nicht Atheisten. Und Atheisten ist das an und für sich scheißegal, oder? Sonst wäre ja nicht Atheist. Aber ich bin auch noch mit der Astronomie verbunden. Ich mache Astrofotografie. Ich habe mein Hobby. Ich schaue vielmals in den Weltraum, fotografiere und mache mir dann halt so ein bisschen Gedanken. Super. Und dann ist es einfach so, ich denke halt, da könnte man jetzt zu fest ins Detail gehen und dann müsstest du vermutlich noch einen dritten Link erstellen, aber das lassen wir jetzt. Es ist einfach so, dass ich mich schon sehr auch für die Evolutionsgeschichte des Menschen interessiere. Also nach meiner Meinung gibt es halt so Hauptthemen wie zum Beispiel Kultsachen, Religionen. Das kommt ja in allen Völkern vor, in Naturvölkern, all die großen Weltreligionen. Und jetzt ein bisschen brutal ausgedrückt, für mich ist das einfach eine Art Evolutionsfehler. Der Mensch braucht was, wo er irgend allem die Schuld geben kann. Und das ist für mich eine Heuchlerei schlussendlich. Und dann, rein wissenschaftlich betrachtet, kämpfen wir uns um die kleinen Probleme herum. Dabei gibt unser Planet so viel Schönes her, wir könnten es so schön haben, aber das ist eine Illusion. Also das fängt im Kleinen an. Das merke ich auch schon in der Familie oder damals mit kleinen Kindern. Der Mensch ist halt Mensch. Das sieht man schon an kleinen Kindern. Und wie auch immer die geprägt werden von der Erziehung oder weiß ich was, das bringt man nicht weg. Ich bin auch so. Ich nehme mich da logischerweise nicht aus. Jeder von uns ist so. Aber das hat vermutlich im Großen und Ganzen hat das schlussendlich einen Sinn, den ich auch nicht unbedingt weiß. Aber der Mensch ist an und für sich ist immer bestrebt, vorwärts zu kommen. Und eine Frage noch weiter zu beantworten. Und tragischerweise kommt er immer nur dann weiter, wenn es ihm schlecht geht. Also das ist jetzt von mir so ein bisschen persönliche Feststellung. Die größten Errungenschaften sind in Kriegszeiten gemacht worden. Und wenn es dem Mensch oder einer Kultur schlecht geht, und das ist eigentlich etwas Verrücktes. Und jetzt könnte man das noch mit Philosophie weiterspannen, was ja Christus Hypercubus vom Text her ja auch macht. Der Mensch hat immer das Gefühl, er weiß jetzt fast alles, obwohl er weiter forscht. Das ist auch in der Astrophysik so. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die sind zwar wahrnehmbar, aber man kann sie nicht ergründen. Und da gäbe es jetzt die Analogie mit dem Tesseract, was mit Christus Hypercubus vorkommt. Ich meine, du kannst zum Beispiel einen Tesseract kannst du einem Kind zum Basteln geben, du kannst ein Faltgebilde machen und du kannst es geometrisch berechnen, mathematisch berechnen, aber du wirst es nie zusammensetzen können, weil dir eigentlich die 5. Dimension fehlt. Und das ist so die gewisse Sache, eine Analogie zum Menschen, dass er irgendwie das Gefühl hat, er ist das Wichtigste, er weiß alles. Oder es gibt die Analogie vom Flachmann. Zum Beispiel, wenn du jetzt nur 2, 3 Dimensionen kennst, Länge mal Breite mal Zeit, da kommt ein Bleistift in ein Papier eingeflogen. Du siehst das Bleistift nicht, du siehst das Loch nicht, aber du siehst den Kreis und du weißt nicht warum. Das sind so Dinge, die mich auch interessieren und die kann man natürlich vielmals verknüpfen und mit Religion, Gesellschaft, Kulturen ist eben ein bisschen ähnlich. Okay, Steve? Also nur, das ist ein bisschen herum zusammengefasst. Wie gesagt, das ging jetzt so lange, da weiter alles auseinanderzunehmen. Aber ich befasse mich mit solchen Dingen und mache mir meine Gedanken. Okay, und Steve? Er hat schon alles gesagt. Das ist eher Brögis Welt. Okay, ja. Ich spiele nur Schlagzeug. Ich kann nur bis 4 zählen. Okay, gut. Ja, erzähl uns über die Schweizer Metal-Scene. Wie hat ihr sie von den Anfängen bis heute erlebt? Wie hat sie sich entwickelt? Und welche Namen und Bands findet euch erwähnenswert? Zum Beispiel Celtic Frost, Triptychon und so weiter. Ja, ich denke, da
Celtic Frost, Messiah, Krokus, was hatten wir damals noch? Ja, waren nicht so viele Bands in der Schweiz. So in den 80ern war es recht spärlich gesät, aber das sage ich jetzt als Außenstehender, weil ich damals noch nicht bei Messiah gespielt habe, diese Bands haben geprägt. Ja, die haben geprägt und deren Namen, die Bands sind immer noch bekannt, ja, und zwar weltweit. Und das ist schon erstaunlich, wenn man Brögis Geschichte von den Anfängen hört, wie es dann doch sehr kreativ rauskam bei den ersten beiden Platten. Und auch bei Celtic Frost eine sehr eigene Geschichte. Krokus ist Hardrock, aber auch absolut. Samael kam dann ein bisschen später noch dazu, genau. Alles Bands, die sehr eigenständig sind und waren schon damals. Und es wurden immer mehr, dann kam Corona, waren ja auch mit an in den 80er schon aktuell aktiv, meine ich. Auch eine sehr eigenständige Mucke und lustigerweise bestehen fast alle Bands noch. Ne? Also aus Celtic Frost wurde Triptychon, was für mich so in die ähnliche Richtung geht. Ja, genau, oder wieder, sie bestehen wieder und verkaufen Platten und sind immer noch unterwegs. Dann sind viele Bands dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mittlerweile eine große Palette von sehr talentierten, guten Bands in unserem Genre, zum Beispiel die Band Requiem, eine super coole Death Metal Band. Wir sind auch schon Jahre befreundet. Oder Claw, eine etwas jüngere Thrash Metal Band. Was habe ich noch? Comaniac, auch eine super coole jüngere Thrash Metal Band. Total Annihilation aus Basel. Also es gibt da ganz viele sehr tolle Bands, die auch jetzt endlich mal, gerade jetzt ein paar, die ich jetzt genannt habe, haben jetzt endlich auch mal einen Plattendeal erhalten. Es gab eine Zeit, da gab es wirklich sehr coole Bands, die haben dann irgendwann aufgegeben, weil sie einfach nie ein Stückchen weitergekommen sind und sie wurden einfach von den Medien und von den Labels nicht beachtet. Ich freue mich sehr für diese Bands, dass sie jetzt mal den Schritt machen können und wünsche mir wirklich für alle diese Bands, dass sie die Schweizer Szene aufrechterhalten. Irgendwann sind wir zu alt und müssen zurücktreten oder mit dem Rollstuhl auf die Bühne, ich weiß es nicht. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da einige Kapellen weiterhin den Schweizer Markt in ganz Europa oder sogar weltweit präsentieren werden. Brögi? Ja, also ich stimme dem großmehrheitlich zu, was Steve gesagt hat. Allerdings gibt es auch so ein bisschen was, das mich ehrlich gesagt stört. Also wenn wir jetzt an Festivals spielen, das ist schön, überall, ich spreche jetzt nicht nur von Schweizer Bands, sondern auch von Bands aus anderen Ländern. Es sind meistens immer so bei den Festivals, an denen wir spielen dürfen, vielmals immer wieder die gleichen alten Bands. Also ich weiß nicht, wie viel wir auch schon Benediction getroffen haben und weiß ich was. Und ich würde mir eigentlich auch mal wünschen, dass auch Schweizer Bands, wie zum Beispiel Comaniac oder Total Annihilation oder wer auch immer aus der Schweiz, dass die vielleicht auch mal an solchen Festivals spielen. Aber ich glaube, es ist eine Art wie eine Mode, dass das irgendwo, ich will jetzt nicht sagen ein Altersheim, aber die alten Bands, die sind einfach an diesen Festivals und die Fans feiern ab. Aber es wäre schön, wenn halt die jungen Bands auch vermehrt an solchen, ja, sage ich mal, kleineren, mittelgroßen Festivals spielen könnten. Oder? Das würde ich mir eigentlich gerne wünschen auch, ja. Für die Bands, für die Szene. Und es ist ein bisschen eine Modeerscheinung, dass halt die alten Jahre zelebriert werden. Es gibt ja mittlerweile auch Bands, junge Bands, die das nachmachen, was sie gar nie erlebt haben. Da gibt es gute Sachen, aber das Metal ist ja nicht nur Musik machen, Metal ist ja auch eine Lebenseinstellung und im Herzen.
Und da ist dann manchmal halt schon nicht auch alles vorhanden, oder? Okay. Und wenn ihr die amerikanische Death Metal Szene mit der europäischen vergleicht, welche Namen kommen ihr als erstes in der Sinn? Und wie einflussreich waren sie oder sind sie eurer Meinung nach? Ja, wenn du gerade Death Metal sagst, dann haben wir gerade für mich zuvorderst Death, die leider nicht mehr existieren, haben schon, denke ich, die ganze Szene sehr stark geprägt. Cannibal Corpse, Deicide, die ganzen Bands Die Florida Death aus Metal Florida, Szene, ja. genau, war sehr stark. Ich glaube, Brögi, wir wurden auch ein bisschen beeinflusst. Wir waren ja mit Deicide zweimal auf Tour. Und das hat uns schon auch ein bisschen fasziniert, muss ich zugeben. Und wir haben da das eine und andere haben wir dann doch auch ein bisschen in unseren Songs wiedergegeben, kann man sagen. Nicht zu stark, aber wir fanden das echt cool und wollten das auch ein bisschen machen. Ja, das stimmt. Vor allem für dann Rotten Parish, denke ich, hatten wir ein bisschen so Einflüsse, ich zumindest vom Riffing und auch mit Schlagzeug-Break-Sachen, ja, sind da sicher Sachen beeinflusst von dieser Seite, weil wir mit den Jungs auf Tour waren. Und die waren ja dazu mal auch ein bisschen mit was Neuem technisch unterwegs, also die erste Tour 1990. Und was halt auch ist, früher waren eigentlich europäische Bands in den Staaten nicht so angesagt, sage ich mal, nicht so groß, aber umgekehrt war es natürlich schon so, dass Ami-Bands in Europa auftraten und präsent waren. Und ich glaube, das ist heute ganz anders, wenn ich jetzt so Festivals wie die Death Fest, Maryland Death Fest anschaue oder das Metal Street in Chicago, wo wir auch spielen durften. Das hat sich schon auch verändert, dass jetzt auch europäische Bands in den Staaten, in den USA präsent sind. Das war früher nicht ganz so. Also, Vergessen habe, glaube ich, Obituary, die ja eigentlich sehr stark von einer Schweizer Band beeinflusst sind. Also das ist so meine Meinung. Da höre ich immer wieder Celtic Frost Riffs raus. Ja, genau. Das war natürlich eine Ausnahme der damaligen Zeit. Celtic Frost war dann natürlich von Anfang an präsent in den Staaten. Das ist schon so. Das ist Celtic oder Celtic Frost? Immer dieselbe Frage. Ich glaube, Englisch oder amerikanisch. Oder ich weiß es nicht genau. Englisch müsste es ja, glaube ich, eher Celtic heißen. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Martin Ain zufälligerweise gehört und er hat Celtic Frost gesagt. Ja. Und die ersten Namen aus Europa, dass Sie denken von die europäische Death Metal Scene? Tja, da war natürlich Schweden sehr stark präsent, mit Dismember, Entombed, Grave, Unleashed. Mit Unleashed durften wir gerade letzte Woche zusammenspielen. Es war auch nicht das erste Mal. Wir haben ein Interview mit Anders in 2 Wochen. Ah, super. Ja. Ja, das war sehr stark geprägt aus dem Norden. Dann gab es noch Morgoth aus Deutschland. Andere deutsche Bands habe ich jetzt gar nicht. Und auch italienische Bands, Bulldozer. Ja, genau. Bolt Thrower zum Beispiel. Ja. Bolt Thrower. Und Bolt Thrower, stimmt. Ja, natürlich auch. Die Engländer, Carcass, Bolt Thrower, ja. Okay. Glaubt ihr, dass die Menschheit Teil eines Multiversums mit unendlich vielen Paralleluniversen ist und dann wir eines Tages vielleicht darin reisen können? Und falls ja, wird das für die Menschheit ein Rotten Parish sein? Das ist schön abgeschlossen, die Frage. Steve, was du zuerst? Boah, ich weiß nicht so recht. Also ich lebe da eher so in den Tag rein. Ich muss sagen, ich beschäftige mich nicht gerade wirklich mit der fernen Zukunft. Gut, die kann schneller kommen, als man erwartet, aber ich denke,
ich bin fest davon überzeugt, dass es eigentlich weitergeht nach dem Tod. Ich habe mir aber wirklich nicht so tief Gedanken gemacht, in welcher Art und Weise. Also da gibt es ja viele Ansichten, dass man dann quasi wieder als Tier wiedergeboren wird. Finde ich ein sehr schöner Gedanke, dass man als ein anderes Lebewesen wieder ein Leben führt. Das mit dem Rotten Parish Cover ist auch eine Denkweise, dass man das Licht sieht und da hochsteigt. Aber da kommt dann halt bei mir der Glaube wieder, der Konflikt mit dem Glauben. Ja, das ist ja eher so ein bisschen was von der Kirche vorgegeben wird, dass man da oben dann den Heiligen Vater trifft und der einen da zum Tor reinlässt. Das ist eher nicht so meine Baustelle. Und jetzt kommt Brögi mit ganz vielen Parallelwelten. Also wie gesagt, ich finde das ein schöner Gedanke, mich interessiert das, aber ich glaube nicht an Parallelwelten. Aber sicher nicht, was den Menschen betrifft, also dass sich jemals in sowas bewegen könnte. Ich bin da eher aus atheistischer Sicht nüchtern unterwegs mit meinen Gedanken. Ich glaube einfach, ich glaube an die Evolutionstheorie und ich denke, ich glaube auch nicht, dass es eine Seele gibt, sondern für mich ist es ein rein biologischer Fortschritt von Beginn an bis zum Ende. Und das mit dem Rotten Parish, mit dem Licht, das kommt ja ein bisschen aus Erzählungen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Und ich denke eher, das ist eine medizinische Grundlage, was im Hirn des Menschen passiert. Und das wird dann sehr schnell gerne natürlich mit Religion verknüpft oder mit irgendwelchen fantastischen Vorstellungen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ein biologisches Ende da ist und dann ist einfach Schluss. Ich meine, man könnte natürlich, wenn man jetzt eher wieder absieht und in Religionen oder mit Grenzwissenschaften geht, dann müsste man sich ja fragen, woher kommen all die Seelen und wie kann es sein, dass die alle weiterleben? Ich meine, es gibt auf Cry of Horus ein Stück, da habe ich auch mal geschrieben, dass es nicht genug Platz weder in der Hölle noch im Himmel hat. Und das, nach meiner Meinung funktioniert das einfach nicht, also rein jetzt nüchtern empirisch betrachtet. Also so brutal wie das tönt, nach meiner Meinung ist einfach Schluss. Man stirbt, das Hirn ist elektrisch gesteuert, das schaltet ab und diejenigen, die das Glück haben, dass sie zurückkommen, haben vermutlich in einer kleinen Sekunden, eventuell Millisekunden Zeit eine Vorstellung erlebt, wo halt das Licht oder wie auch immer das ist, oder es kann ja auch Dunkelheit sein, erfahren hat. Und dann fragt sich halt, wie der Mensch, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, wie er natürlich religiös ist oder wie er dem Sinn veranlagt ist. Aber ich denke nicht, dass der Mensch wiedergeboren wird. Ich glaube nicht, dass er irgendwo in Paralleluniversen reisen kann. Ich denke eher an eine Überpopulation. Und ich mache eigentlich keinen großen Unterschied zu Tieren, was das anbelangt, und sonst auch Pflanzen und die Lebewesen, also Flora und Fauna. Der Mensch hat halt einfach das Hirn, das er entwickelt hat. Aber wie gesagt, vermutlich ist auch ein Evolutionsfehler drin, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind. Und wo das hinführt, wer weiß, ich möchte jetzt nicht eine Verschwörungstheorie aufstellen, dass der Mensch sich selber zerstört und den Planeten zerstört. Aber eine Tatsache ist, dass halt könnte man meinen, eine Population kommt mit allem, was wir auf diesem Planeten veranstalten. Und bevor wir irgendwo es schaffen würden, in Paralleluniversen zu gelangen, sofern es die gibt, haben wir uns vermutlich selber schon ein Problem zugelegt. Und das ist ja, ich meine, man kann das anschauen, früher, es gab immer Kriege, es gab immer Spannungen, kulturelle Veränderungen, geografische, kulturpolitische Verschiebungen. Wir hatten jetzt 80 Jahre in Paradiesruhe, man sieht es jetzt, man muss ja nicht eine Verschwörungstheorie machen, jetzt gerade raus, aber die Zeiten, wir hatten das Glück, dass wir da hineingeboren worden sind, diese 80 Jahre und unsere Eltern. Aber das wird sich wieder ändern und es wird wieder große Veränderungen geben. Die einzige Tatsache ist, dass es immer mehr Menschen geben wird. Und das ist natürlich ein Problem. Für den Planeten, sage ich jetzt mal.
und für den Menschen selbst und mit allen Lebewesen, die darin leben dürfen. Okay. Vorher haben wir über die amerikanische Szene gesprochen und auch die europäische. Ich möchte fragen, natürlich, habt ihr vielleicht schon mal griechische Metal-Bands gehört? Also kritischen Bezug auf welche Themen? Irgendwo Griechisch. in Griechenland, ja. Ah, in Griechenland meinst Ja. du? Ja, Griechische Bands, ja. griechische, nicht kritische. Ach so, ich habe es falsch verstanden, Entschuldigung. Rotting Christ, oder? Ja. Ja. Ist aber Ja. wirklich, ehrlich gesagt, ist ein bisschen peinlich, aber es ist die einzige Band, die ich schon gehört und gesehen habe. Sonst ist es mir vielleicht nicht bewusst, woher die Band kommt. Vielleicht kenne ich noch andere griechische Bands. Ich glaube, ihr habt auch eine relativ gute Szene bei euch. Mhm. Ja, es gibt noch eine Band, wo ich den Namen nicht mehr mich erinnere. Wir hatten auch mal in einem deutschen Mag vor etwa 2 Jahren, hatten wir so ein gegenseitiges, es war zwar schriftlich das Interview, wurden uns die gleichen Fragen gestellt. Aber ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Die waren ziemlich an der Spitze, ich glaube, es war etwa 2 Jahre her, waren an der Spitze in den Albumcharts. Das war, glaube ich, so Septic Legacy Flash oder Death Courier oder Acid Death oder Acid Death, glaube ich. Acid Death. Ja. Ja, da mag ich genau jetzt, wo du das sagst. Ja, danke. Und die anderen kenne ich auch, aber wir wären Ja. jetzt nicht von den Dingen gekommen. Ja, jetzt hast du Ja. mir geholfen. Okay. Worin unterscheidet sich Christus Hypercubus von euren früheren Alben und auch textlich und lyrisch? Was wolltet ihr damit ausdrücken? Also vielleicht zum Musikalischen, dann lasse ich Brögi das Lyrische. Zum Musikalischen kann man sagen, Rotten Parish ist wirklich so entstanden, wie wir damals in den 90ern die Platten geschrieben haben. Also Brögi hat die Gitarrenriffs gebracht und wir haben den Rest im Proberaum zusammengezimmert. Also das ist wirklich so ein Gemeinschaftswerk, was wir wirklich im Proberaum jeden einzelnen Song dann fertiggestellt haben und dann dazu einen Text geschrieben haben. Und was man sagen muss, vom Tempo her eher ein bisschen bescheidener. Also wir haben mehr groovige Sachen drin, was bei Christus Hypercubus dann doch bei einigen Songs mehr zur Sache geht. Songwriterisch ist die Platte auch ganz anders entstanden. Ich hatte da meine Schulter kaputt und konnte eine längere Zeit nicht spielen. Und das war eigentlich gerade so in dem Songwriting-Zeitpunkt. Und dann haben die Jungs entschieden, dass sie halt Demos machen mit Drumcomputer. Und wir dann das zum Schluss ausarbeiten. Das ist natürlich eine ganz andere Basis. Da sind natürlich dann auch die Einflüsse von VO, dem zweiten Gitarristen, der seit Ende der Produktion von Rotten Parish als Gitarrist, als zweiter Gitarrist mit dabei ist. Er ist auch stark ins Songwriting involviert und er hat Songs geschrieben, Brögi hat Songs geschrieben und diese quasi mit einem Drumcomputer schon mal so in eine fertige Struktur gepackt. Das hat natürlich ein bisschen einen anderen Groove gegeben, muss ich sagen. Aber ich finde, ich war sehr kritisch anfangs und bin jetzt aber wirklich sehr, sehr happy mit Christus Hypercubus. Die geht richtig schön auf die Glocke. Es ist wirklich ein sehr geiles Album, finde ich, eins meiner liebsten Alben. So insgesamt, ihr seid ganz zufrieden, ja? Ja, kann ich mich auch anschließen. Ich denke, es ist auch härter und schneller als der Vorgänger, das erste Rühnen-Album Fragment. Und Christus Hypercubus ist vielleicht von den Lyrics her, von den Ideen her auch nicht unbedingt so konzeptionell, auch wenn jetzt der Titelsong und das Cover und alles das anmuten lässt.
Bei Fragmontes dann schon wieder sind mehr ein paar Sachen verbunden und früher natürlich mit den atheistischen, religionskritischen Dingen, aber auf Christus Hypercubus finden wir Themen wie zum Beispiel Sikoti Alien. Da hat mich einfach ein Stein, ein Meteorit, den ich in meiner Sammlung habe, beeinflusst, von einem Fall, der niederging in Russland, glaube ich 1942. Und dann, was mich auch immer sehr beeindruckt hat, war Tschernoblinsk vor 10 Jahren. Diese Explosion in der Atmosphäre, was das ausgelöst hat. Und natürlich dann, was man ja weiß und bewiesen ist, dass halt auch in einem gewissen Zeitabstand halt das wiederkommt, dass vielleicht dann halt, da sind wir wieder beim anderen Thema mit der Menschheit, dass vielleicht auch das auch mal so beendet wird. Das hat man bei den Dinosauriern gesehen, den Kutlux-Fall mit dem von Mexiko, Golf von Mexiko. Und dann habe ich daraus einfach eine Geschichte gemacht. Und die ist ein bisschen fiktiv. Christus Hypercubus haben wir vorher gesprochen. Das lässt natürlich auch, man kann ja nicht eine Riesengeschichte in einen Song packen mit den Lyrics. Und das lässt ja aber auch verschiedene Versionen zu. Jeder Hörer oder der den Text liest, kann sich mal selber seine Geschichte noch erweitern, zusammenbasteln. Oder dann gibt es ein ganz anderes Thema, Acid Fish. Da geht es einfach um die Meeresverschmutzung mit Plastik. Ja, oder zum Beispiel so kritische Dinge wie Once Upon a Time Nothing. Es war einmal, das schöne Märchen war eben halt vielleicht doch nichts, oder? Und das ist bei Christus Hypercubus schon ein bisschen nicht mehr so konzeptionell, sondern halt schlussendlich doch auch, zwar in einem Rahmen gepackt, aber sehr mit unterschiedlichen Themen. Und was auch anders ist, eben Steve hat das schon angesprochen, was bei mir anders war, ist, dass ich zuerst Notizen gemacht habe über Themen, die mich interessieren, bevor ich irgendeinen Riff irgendwie mehr aus dem Finger oder aus dem Hirn gesogen habe. Und schon einen Grobtext zum Thema. Und dann habe ich das auf die Seite gelegt. Und dann manchmal, wenn ich morgens um 3 nicht pennen kann und einen zu viel in der Birne habe, dann nehme ich das Zeug nach vorne, nehme die Gitarre in die Hand. Und dann lasse ich mich einfach inspirieren. Ist dann völlig chaotisch. Ich nehme es gleich auf, weil ich am anderen Tag keine Ahnung mehr hätte, was ich vorher gespielt habe. Und dann so entsteht die Basis. Das war bei Christus Hypercubus mit den Ideen so, dass die eigentlich durch die Themen inspiriert waren. Und früher war es eher ein bisschen umgekehrt. Im Übungsraum haben wir alle zusammen gejammt und geile Sachen gemacht. Und da war schon schnell ein Arrangement vorhanden. Und durch die Umstände, die Steve erklärt hat, war es ein bisschen anders und ich bin da auch anders vorgegangen. Ja. Steve, Lieblingsschlagzeuger? Dave Lombardo. Okay. Nur? Oh, nee, gibt die Alten, ne? Ich bin großer Kiss-Fan, Peter Criss. Roger Taylor von Queen, John Bonham, Nico McBrain, ja, so. Okay. Kann mich da nicht so richtig entscheiden. Ich habe mir da von allen was rausgenommen. Glaube ich so. Das, ja, das beeinflusst einen und man probiert, ja, also als junger Kerl habe ich dann immer probiert, halt deren Lieder nachzuspielen und dann wirst du automatisch mit dem Drumming halt konfrontiert und probierst aus, ob du das hinkriegst. Zurzeit spiele ich ja auch noch in einer Slayer Tribute Band. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mir eigentlich mal geschworen, dass ich das nie machen würde, meine Helden da irgendwie zu kopieren. Und wir sind da mittlerweile recht erfolgreich unterwegs. Und es macht mega Spaß, halt so die Musik von meinen Helden zu spielen. Dave Lombardo, Gene Hoglan oder Pete Sandoval? Immer noch Dave Lombardo. Immer. Okay. Okay, und Brögi, Lieblingssänger? Lieblingssänger? Lieblingssänger. Ich habe jetzt gedacht, dass du mich nach dem Lieblingsgitarristen fragst. Aber eigentlich Lieblingssänger ist eigentlich von, ich mag die alten 80er Jahre Schreihälse mit den hohen Stimmen.
Und mir gefällt eigentlich der Sänger von Hailstar extrem gut. Wie ist der Name? Hailstar. Nicht Garcia, oder? Garcia? Nein. Nein, das ist ein anderer. Ja, ist gerade entflogen. Ja. Auf jeden Fall, der gefällt mir sehr gut eigentlich, ja. Und mir gefallen einfach diese hohen, melodiösen Screams. Also nicht nur hochgeschrien, dass man das Gefühl hat, man hat ihm die Eier abgezwickt, sondern wenn auch noch Melodie drin ist, oder? Und Lieblingsgitarristen? Ja, da willst du wissen, seit ich Messiah gemacht habe und immer mehr in den Metal reinkam, oder willst du denn beide wissen, auch den ganz alten, als ich die erste Klampe mir zusammen gespart habe? Also ich fange mal mit dem Lustigen an. Früher, in den 70er Jahren, das war Ricky King. Okay. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Wer ist das? Das war so, das tönt zwar so amerikanisch oder englisch, aber das war so ein Popgitarrist, ein Deutscher aus den 70ern. Das hat mich als Jugendlicher extrem geprägt, aber nachher später ganz klar definitiv Mark Shelton, Manila Road. Okay. Das ist einfach erstens meine Lieblingsband und es ist natürlich Mystic Metal, hat vielleicht nichts jetzt mit Death Metal so zu tun, obwohl sie dann schon später auch gewisse Dinge machten, aber ich spreche da nicht mal nur von der Technik vom Gitarrenspielen, sondern rein vom Feeling. Für mich gibt es keinen anderen Gitarristen, der so ein Feeling in das Spielen reinzaubert wie Mark Shelton. Und wenn man dann zum Beispiel ältere Songs, Platten anhört, wie zum Beispiel Crystal Logic, da hat es doch Titel drauf, wenn man die anders oder wenn man die Riffs nimmt, noch mit den Gesang noch ein bisschen derbe macht, eigentlich war das schon recht Trash-Death-Metal-lastig zu einer Zeit, wo es das noch gar nicht gab. Oder selbst die ganz alten Platten schon 79, 80. Also da sehe ich die Dinge, die Mark Shelton erfunden hat, obwohl er nicht solche Musik machen wollte, die dann doch mich beeinflusst hat und dann auch dahin geführt hat, wie ich beeinflusst worden bin vom Spielen her. Und wiederum hast du uns beeinflusst, dass wir auf Rotten Parish einen Song aufgenommen haben. Ne? Ja. Dreams of Ashton, ja. Okay. Und ja, das ist ein typischer Song, der ist eigentlich ein Death Metal Song, eigentlich, der Mark Shelton geschrieben hat. Klar ist der jetzt einfach und nicht vom Schlagzeug her schnell, aber das Riffing, das hat es in sich. Aha, okay. Markus Seebach ist 2022 zu euch gekommen und hat Andi Keiner ersetzt. Nach seinem traurigen Verlust. Christus Hypercubus ist außerdem eure erste Veröffentlichung mit Markus. Wie läuft die Zusammenarbeit bisher? Oh, ich finde, wir haben einen echten Glücksgriff getroffen. Ich glaube, also erstmal muss ich sagen, menschlich haben wir den perfekten Menschen gefunden für diese Position. Wir sind ja alle in einem Alter, wir haben unsere Macken und unsere Einstellungen und es ist nicht so einfach, mit so alten Säcken zusammen übereinzukommen und das können wir mittlerweile, das haben wir zu Beginn schon gehört und der Markus ist da eigentlich dazugekommen und das hat von Anfang an gepasst. Gesanglich haben wir auch ein bisschen was gesucht, dass es nicht genau gleich klingt wie Andy, aber von der Art und Weise so diesen Oldschool-Touch hat und ich finde, er hat ein unglaublich geiles Organ und macht das auch auf der Bühne, repräsentiert er die Band super cool. Also wirklich, wir sind absolut happy mit ihm. Ich hoffe, er sagt das Gleiche von uns. Ja, das kann ich mich auch nur anschließen, weil ich sage immer wieder bei uns jetzt, wie ich von der Familie gesprochen habe, ich glaube, es ist wichtiger, dass das Kollegiale, das Freundschaftliche funktioniert, dass man sich versteht. Denn wie soll man Musik machen, die ins Herzen geht, auch wenn es jetzt brutale Musik ist, wenn man sich nicht versteht oder streitet oder weiß ich was hat. Und das ist halt bei Markus wirklich genial, wie das
wie sich das von Anfang an war es gut und wie sich es weiterentwickelt hat. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass er extrem das Ganze, sagen wir jetzt mit Texten, auch die alten Songs, dass er das Announcing und auch die alten Texte der ersten 2 Platten, da musste ich ja tatsächlich, weil nichts abgedruckt war bei Hymn Trouble Mailing, musste ich selbst von Jössis Stimme, vermutlich bin ich noch der Einzige, der da einen Text rausbringt, weil aufgeschrieben ist da nichts mehr. Und der Markus wollte das wirklich und wie er sich da Mühe gibt und siehe da, zum Beispiel bei Dentist, man versteht den Text und diese Phrasen, die natürlich sicher von Jössi ein Unikum ist mit dem Geschrei, aber bei Markus, das bringt das so genial rüber, dass die wichtigen Phrasen und Aussagen rüberkommen. Und das finde ich an ihm super, dass er an dem immer dran blieb und das wollte und nicht einfach, ich verstehe nichts und schlussendlich könntest du ja einfach was zusammenschreien. Oder? Und das ist bei Markus eben nicht der Fall, das gefällt mir extrem gut. Und dann auch seine hohen Screams, die er auch hinbringt, nebst seiner Death Metal Stimme, die Abwechslung gefällt mir auch sehr gut. Ich möchte da nicht zu Andys Pendant Negatives sagen. Andy hatte eine sehr spezielle Eigenheit, weil er eine heisere Stimme hatte. Das ist auch etwas sehr eigens Spezielles. Und ja, vielleicht noch, weiß nicht, ob das vorher richtig gesagt oder ich es richtig verstanden habe. Markus ist ja nicht zu uns gekommen, weil Andy gestorben ist, sondern es war ja vorher schon. Andy hatte uns mal kundgetan, dass er einfach die Energie ein bisschen verloren hat, dass er nicht mehr so motiviert ist. Und das ging freundschaftlich auseinander. Das hat er uns mal an einem Abend erklärt. Wir waren natürlich sicher geschockt, aber wir konnten mit dem leben und sagen, ja, es ist okay, wir verstehen es, oder? Wir haben nicht ihn probiert, bei sich wohin zu überreden. Und dann haben wir eigentlich bereits schon angefangen, einen neuen Sänger zu suchen. Und Andy hat eigentlich theoretisch mit seiner Meinung sogar mitgeholfen, also nicht nur theoretisch. Er hat gesagt, wir haben 2 zur Auswahl gehabt zum Schluss und er hat gesagt, meine Stimme geht an Markus. Unbedingt, nehmt den Markus. Das fand ich cool. Ja. Das haben wir ganz toll gefunden. Ja. Der Tod, das kam dann also etwas von überraschend, das hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, dass Markus bei uns ist. Das ist völlig unabhängig eine tragische Geschichte. So, als ihr nach einem Ersatz gesucht habt, wolltet ihr bewusst jemanden mit einer ähnlichen Stimme wie Andy oder war euch klar, dass die neue Stimme eine andere Perspektive reinbringen soll? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben so ein bisschen die Richtung, haben wir schon, glaube ich, ein bisschen gesucht. Also es gibt ja viele Schreihälse in der Szene, also Screams und Shouts und auch bei so New Metal oder Black Metal, also es dürfte für mich oder für uns wäre, glaube ich, ein Black Metal Gesang nicht in Frage gekommen und auch nicht so ein Screamo Gesang. Da haben wir schon wahrscheinlich auch, weil wir halt schon ein bisschen älter sind, unbewusst auch so diesen klassischen Death Metal Sänger gesucht. Aber was wir sehr schätzen, ist auch, dass er nicht irgendwie probiert, Andy zu kopieren. Dass er eigenständig ist. Ich habe ihn eigentlich damals relativ schnell auf dem Schirm gehabt. Er hat noch eine andere Band, Masquerade, wo er singt. Und habe mir die Platte angehört und dachte, dass die Stimmfarbe, das müsste eigentlich perfekt passen für Messiah. Und so kam das eine zum anderen. Ich habe das den Jungs dann vorgespielt und wir haben ihn dann angefragt. Wenn eine Band ein prägendes Mitglied verliert, gibt es unter Fans immer Diskussionen, ob sie überhaupt weitermachen dürfen. Ein aktuelles Beispiel ist Nevermore. Zum Beispiel. Ihr wart in einer ähnlichen Situation. Was antwortet ihr Menschen, die solche Entscheidungen verurteilen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, das ist auch sehr eine persönliche Einstellung, Meinung von verschiedenen Musikern und Bands. Das kann man vermutlich nicht verallgemeinern. Ich meine, in unserer Situation haben wir akzeptiert, dass Andy halt
wie er sagte, halt nicht mehr so motiviert war. Und für uns war klar, dass wir weitermachen wollen. Aber wir haben eigentlich nicht irgendwie gedacht, nein, wir dürfen das nicht machen, wir können es nicht, oder die Fans wollen es nicht und akzeptieren keinen neuen Sänger. Messiah ist halt immer so ein bisschen speziell, eigenständig und macht einfach und geht auch Risiken ein. Und das hat sich bis dahin eigentlich auch gut ausgezahlt. Und es war auch in die Sinn, dass wir weitermachten. Und ja. Ja, wir hatten ja. Ich beurteile niemanden, zu deiner Frage zurückzukommen, wenn er sagt, das ist nicht gut, wenn man weitermacht oder so. Schlussendlich ist das jedem seine persönliche Meinung. Mir gilt das auch zu akzeptieren. Das heißt noch lange nicht, dass man als Band das machen muss. Ja, ich denke, das hat es bei AC/DC geheißen, Ja, damals genau. bei Iron Maiden, wo Blaze Bayley kam. Oder Bruce Dickinson, nach Paul Di'Anno. Oder, ja, oder Bruce nach Di'Anno. Die Bands sind immer noch da. Genau. AC/DC, glaube ich, auch viel länger mit Brian Johnson wie mit Bon Scott. Genau. Und ja, also für uns war es eigentlich ein guter Zug, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir Fans verloren haben oder dass die Leute jetzt nicht mehr kommen zu den Shows, weil Andy nicht mehr dabei ist. Ne? Wir haben einen ganz engen Freund hier in Zürich, der war auch sehr gut befreundet mit Andy. Und der war wirklich kritisch, der hat mir das auch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich an eine Show kommen kann ohne Andy. Und mittlerweile hat er mir aber dann auch gesagt, hey, ich gebe euch meinen Segen, das ist geil und das ist cool, es ist nicht Andy, aber der Mann macht das richtig gut. Und sowas hat mich natürlich dann sehr gefreut, das zu hören von einem sehr engen Begleiter der Band. Ne? Aber es gibt sicher auch Leute, die finden, ne, das ist halt nicht mehr original. Andy war auch nicht original. Und dann kam noch Christopher Johnson und vorher war ja eigentlich Jersey ist der Original. Also wenn man bei uns die Sängergeschichte anschaut, dann sprechen wir am Schluss von 4 verschiedenen Bands. Genau. Also das ist so unterschiedlich, oder? Also ich denke, von daher ist das auch das gehört fast ein bisschen auch dazu. Und ausgerechnet der Frontmann, das ist natürlich immer ein Problem. Das ist auch immer einfach so, oder? Ja. Ja. So, es sind jetzt schon 2 Jahre seit eurem letzten Release, Christus Hypercubus. Was gibt's Neues aus dem Messiah-Lager? Gibt es Pläne für neues Material vielleicht? Ja, wir sind jetzt mal dieses Jahr mit Choir of Horrors, mit den Anniversary-Konzerten unterwegs. Und es gab schon so leichte Anmerkungen. Ich weiß nicht, wir haben noch nicht groß darüber gesprochen erwähnt, aber ich habe schon so auch mal kurz angesprochen, wäre vielleicht gut, mal 27 ein bisschen live zurückzustecken. Und mich würde schon auch reizen, jetzt wieder was Neues, Kreatives zu machen. Und jetzt natürlich wieder mit der Möglichkeit, mit der ganzen Band zusammen. Weil ja, sofern Steve nicht wieder Skilaufen geht, dass wir die Hoffnung haben, dass wir zusammen wieder kreativ sein können. Okay. Und mit Steve habe ich schon darüber gesprochen, dass wir uns dann wieder vielleicht 27 Mal vermehrt im Übungsraum treffen und jammen. Also nicht, dass ich kann ja vielleicht, gibt aber eine Ideen-Riffs mitbringen, aber nicht irgendwelche Dinge zu Hause fast halb fertig machen. Und mal richtig wieder den Spirit aller Bandmitglieder für neue Schandtaten auferleben lassen. Also es könnte durchaus sein, dass wir 27 nicht mehr so live präsent sind, außer vielleicht spezielle Gigs. Aber die Idee wäre, wenn alle einverstanden sind, dass wir da kreativ werden. So, ja, wir haben. Steve ist auch dabei, aber in der Band gesamtheitlich haben wir ja nicht ganz groß schon das entschieden oder darüber gesprochen, aber es wäre so ein bisschen so ein Fahrplan. Wir haben ja auch eine Plattentaufe gemacht 2024 und das alles gefilmt.
Und eigentlich wollten wir, das war eigentlich da der Anlass, Plattentaufe und 40 Jahre Messiah. Mittlerweile ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir wollten das eigentlich irgendwann mal veröffentlichen als Blu-ray oder irgendwie in der Form, einfach, dass man mal ein bisschen Bildmaterial veröffentlicht. Dieser Plan ist noch da. Aber weil wir halt alle unsere Dayjobs haben, bleibt halt manchmal auch was ein bisschen länger liegen. Aber soll nicht heißen, dass das nicht rauskommt. Ideen haben wir sprechen da immer wieder mal drüber, also vor allem Brögi und ich. Dann gibt es halt ein 40 Jahre plus Anniversary DVD, Blu-ray Album, keine Ahnung. Aber Ja, es darf ja zeitlos sein. Genau, Wir haben ja. extrem viel Material. Und als wir da wirklich die Idee hatten, hatten wir die 40 Jahre schon im Dynamo hatten wir wirklich live gemischt. Das ist professionell gefilmt, professionell geschnitten. Das wäre eigentlich alles parat, aber wir wollen da eben noch ein bisschen Goodies drumherum bauen. Und auch mittlerweile hat es ja weitere Konzerte gegeben, dass man den Bonus noch raufbringt. Und jetzt ist das halt nicht mehr 40 Jahre, dann ist das halt über, wie Steve gesagt hat, Messiah Plus irgendwann so einen neuen. Das ist ja zeitlos. Ich denke, das darf man nicht spielen. Genau. Okay. Ihr seid dieses Jahr auf Tour und wir haben gehört, dass ihr auch nach Griechenland kommt. Ist das richtig? Ja, das haben wir auch gehört. Ja, im Oktober, glaube ich. Athen, genau. Ja, wenn das richtig ist. Könnt ihr dazu mehr Details teilen oder weißt ihr auch nicht genau? Ich glaube, der Tag ist noch nicht ganz klar, ob es Samstag oder Sonntag wird. Das wird noch verhandelt, glaube ich. Wir spielen, vorher spielen wir noch wo spielen wir? Bukarest, genau. Ja. Und ein gemeinsamer Freund aus Bulgarien, der hilft dem Roger, unserem Manager, hilft da noch zusätzliche Shows zu Bukarest zu buchen, und einer davon ist jetzt sicher mal Athen, was er uns da eingefädelt hat. Also das Datum ist gesetzt, aber Roger hat es noch nicht veröffentlicht, weil der Veranstalter ja das zuerst veröffentlichen muss. Aber bei uns ist das Datum fett eingetragen. Ja. Und es geht, glaube ich, noch am Samstag oder Sonntag. Das wird dann demnächst publiziert. Genau. Okay. Hoffentlich wir sehen uns da. Ja, das wäre super, ja. Ja, wäre schön, würde mich freuen. Super. Okay, und nach so vielen Jahren, was jagt ihr live immer noch? Was müsste passieren, damit ihr sagt, das war ein perfekter Auftritt? Oh, ich bin grundsätzlich nie zufrieden mit mir. Vorletztes Wochenende fand ich schon recht gut. Also es gibt so Momente, wo ich eigentlich von der Bühne gehe und sage, boah, Publikum hat sehr guten Response gegeben, wir haben gut abgeliefert, es hat Spaß gemacht, man hat alles gehört. Ist ja immer auch noch so eine Sache, dass man sich auf der Bühne irgendwie hört und die Kollegen hört. Und dann war das für mich wirklich ein guter Gig. Der perfekte Gig, da spiele ich drauf hin. Also ich glaube, das ist meine Motivation, weiterzumachen. Ich werde nie den perfekten Gig spielen, aber ich arbeite dafür einfach hin. Also. Brögi? Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen anders unterwegs als dich. Ja. Also für mich ist eigentlich nicht unbedingt, was ist ein perfekter Gig? Das ist natürlich die andere Frage. Was ist das definiert? Also ich muss natürlich jetzt schon zugeben, ich gebe das gerne zu, ich bin ein bisschen der Chaot in der Band. Und für mich ist da einfach der Energieaustausch mit den Fans auf der Bühne, das ist das, was mir die Energie gibt, wirklich die Sau rauszulassen. Ich mache sicher alles so gut wie es geht mit dem Musikalischen. Aber ich sage mir auch immer, wenn du ein perfektes Album, einen perfekten Song hören willst, kannst du das zu Hause in der Studio machen. Ich denke, dass live die Leute, die wollen da auch mal was anderes. Also nicht, dass man jetzt extra schlecht spielen müsste oder irgend sowas. Aber
wenn dann halt der Funke zündet und das Ganze, die Energie, der Austausch da ist und man die Freude an einer Band ansieht, das haben wir auch von den Fans schon sehr wunderschön zurückbekommen. Wir hören das immer wieder und das machen wir ja nicht extra, sondern das entsteht mit dem Feeling auf der Bühne. Und für mich ist eigentlich ein perfekter Gig, wenn es für alle stimmt mit den Fans und die Freude da ist und man ein Fest zelebriert. Und wenn ich dann halt mal einen Riff daneben gehauen habe, ist mir das ehrlich gesagt scheiße. Super, okay. Nicht, dass ich das extra mache, aber ja. Okay. Und okay. Ja, wenn wir von Messiah noch mehr Videoclips sehen. Videoclips hat der Brögi mal sich ins Zeug gelegt und das mit KI probiert. Wir waren total erstaunt, was er da rausgeholt hat oder was KI ihm geliefert hat. Ich weiß noch, wir waren mal bei mir zu Hause und wir hatten eine Besprechung und er wollte uns eigentlich die Rohfassung mal so unter die Nase reiben oder uns zeigen. Und war sich sehr unsicher und wir haben alle gesagt, wow, geil, machen. Und dann hat er sich sehr gefreut und hat gleich noch einen zweiten Clip gemacht. Sonst wird sicher das Thema wieder bei der nächsten Veröffentlichung sein. Und ich würde schon gern mal irgendwie wieder mal überhaupt mal einen Clip machen mit Kameras und halt eine Story und Band und so filmen. Das fände ich schon interessant auch. Ich finde solche Dreharbeiten auch ein interessantes Thema. Ne? Ist halt einfach immer gefährlich, dass man sich nicht mit den Kosten übernimmt. Gut, ich muss so sagen, dass wegen dem Thema KI, das sind ja Welten jetzt von der Zeit her. Also ich habe sicher Bilder generiert mit KI, aber der Filmschnitt selber mit dem Filmprogramm, das war dann schon nicht ausschließlich KI. Da sind dann auch hunderte Stunden drin gewesen und Ja. Das war wirklich noch Kinderschuhe mit KI und das sage ich jetzt, haben wir noch nie darüber gesprochen, Steve, aber ich glaube, das hat jetzt so eine riesen Entwicklung gegeben und ich glaube nicht, dass das der Weg wäre, also es ist jetzt meine Einstellung, dass man wieder sowas macht, sondern wie du sagst, Steve, mit Kamera, oldschool, weil mich stört, dass jeder irgendetwas recht Professionelles rauszaubern kann, aber der Geist fehlt ein bisschen dahinter. Und ich denke, es darf dann wieder mal vielleicht auch für einen neuen Videoclip oldschoolig sein und ich habe mittlerweile ein bisschen Mühe mit dem KI, weil ich da einfach irgendwie eine Abflachung vermute oder dass das irgendwie halt dann, ja, schlussendlich kann es ja jeder machen. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus mit dem heutigen Stand KI, aber es ist das Gleiche wie mit der Musik, also was da rausgezaubert wird, was theoretisch fast jeder machen kann. Und ich glaube, die Eigenständigkeit oder wirklich kreativ zu sein, so schön wie das jetzt war, die Bildchen zu generieren, damals für Crystals Hypercubes und Symphonia, ich glaube, der Reiz, zumindest jetzt und später, besteht bei mir schon mehr drin, einfach richtige Filmarbeit zu machen. Du hast recht wegen den Kosten, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Das Beste muss nicht viel kosten. Manchmal kann man mit Ideen, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, und man muss ja nicht einfach in einer Garage stehen oder auf die Hallenvideos finde ich jetzt auch nicht so der Hit. Irgendwas hat auch schon jeder gemacht. Aber da kann man ja kreativ sein, was Neues erfinden. Vielleicht können wir mal was auf dem Klo aufnehmen oder irgend so. Entschuldigung, nicht. Nein, und ich denke auch, wir haben ja mittlerweile auch Menschen kennengelernt, die sich mit solchen Sachen auskennen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind jetzt da, mit den Connections und so. Genau. Ja. Aber mit KI bin ich ein bisschen skeptisch. Ich möchte nicht, dass ich jetzt was dagegen habe, aber ich sehe es, wenn ich die Entwicklung anschaue, was in den letzten, sagen wir so 2-3 Jahren passiert ist, das sind riesen Welten und das ist, glaube ich, nicht mehr so mein Ding. Ja. Wenn ich jetzt selber was machen will.
Ja, mit KI kann es knifflig werden. Fans stehen KI manchmal negativ gegenüber. Erwarten Sie negative Reaktionen, wenn Sie für ein Musikvideo KI einsetzen? Ich habe beispielsweise einen heftigen Shitstorm gegen die Band Pestilence erlebt. Echt Okay. jetzt? Ja. Okay. Das weiß ich nicht mal, aber das was ich vorher gesagt habe. Und das ist war einfach- nur für Images, nur für das Cover, das CD-Cover zum Beispiel. Ja, Ja, so. ja, es ist, ich habe gehört, dass man in der EU ja, glaube ich, jetzt dann oder jetzt schon zwingend deklarieren muss, was mit KI generiert wurde. Also in der Schweiz gibt es das Gesetz noch nicht, aber ich glaube, mindestens in Deutschland wird das Echt? oder sogar Europa soll das nächstens verabschiedet werden. Ne? Ah. Dass man sieht das ja auch schon auf den Social Media Plattformen, dass da oben dann irgendwo eingeblendet ist aber freiwillig mit KI generiert, ne? Irgendwie irgendwelche Gimmicks und Filmchen und so. Ja, also man muss wirklich aufpassen, was man sich reinzieht. Ne? Okay. Das ist den Medien ja auch so. Man weiß ja Ja. mittlerweile nicht mehr, was echt ist. Und, Ja. und von daher gesehen, denke ich, wenn man wirklich was Oldschooliges macht, das merken die Fans, das sehen die Fans. Und wenn man selber dahinter steht und das entsprechend rüberbringt, dann hat das, glaube ich, dann auch seinen Wert. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen, eigentlich ist eine ähnliche Entwicklung, wie wenn wir jetzt zurückgehen in die ganz alten Tage, hatten wir ja Tape Trading. Was hatten wir früher gemacht in den 80er Jahren? Ich weiß nicht, ich habe mit Jeff Waiters von Annihilator habe ich Kuverts hin und her geschickt. Wir haben uns auf die Kassette gesprochen und haben so uns ausgetauscht. Da gab es ja noch nicht mal wirklich E-Mail richtig, oder? Ja. Und irgendwann kam plötzlich die Zeit, wo jeder sackgünstig ins Studio konnte. Er konnte sofort schnell gute Aufnahmen machen, es kostete nichts mehr. Und man musste sich nicht mehr gleich viel den Finger aus dem Arsch ziehen, um sowas zu erreichen. Und dann habe ich dann die Mühe, dass mir der Wert verloren geht. Das ist das Gleiche wie Musik digital, eine Playlist zu haben. Das hat für mich keinen Wert. Da bin ich halt so oldschoolig. Ich möchte was in den Händen halten. Ich möchte den Karton schmecken einer Platte. Ich möchte das Bild sehen. Ich möchte sammeln können. Und das ist ja das Schöne am Metal. Darum hat ja auch die ganze Vinyl-Geschichte so schön überlebt und alles. Mhm. Und bei KI ist es ein bisschen ähnlich, oder? Es ist irgendwo geht halt einfach das Ursprüngliche verloren. Okay. Für alle, die es technisch mögen, erzählt uns etwas über euer Equipment und Gear. Welche Amps, welche Pedale, welche Gitarren, Drums, Bässe, alles. Das volle Programm. Also Backspline. So, dann sollen wir die Backspline-Liste schnell mailen. Steve, willst du anfangen? Ja, mach du mal. Ja, also bei mir ist es so, ich habe schon in früherer Zeit viele Dinge durchlebt. Ich war auch ein bisschen oldschoolig, nur Marshall, alles auf 10 und voll und Krach. Da wir aber natürlich auch Akustiksachen, kleine Sachen spielen, gab es dann irgendwann auch mal die analogen Effektgeräte. Die hatte ich sogar noch im Einsatz mit den ersten Konzerten 2017, Secret-Konzerte 18. Und dann gab es noch ein bisschen Ausfälle. Das Zeug war ja auch schon irgendwo 25 Jahre alt. Obwohl ich da meine Sounds drin hatte. Und ja, dann bin ich dann schlussendlich beim Digitalen gelandet, Camper. Ich hasse es und ich liebe es, beides zusammen. Das eine ist, weil es einfach extrem praktisch ist und ich an jedes Festival reisen kann und einen Sound habe. Meistens sehe ich es ja dann halt Backline-mäßig mit den Cabinets-Boxen läuft das einfach. Ich habe da auch 2 Versionen, eine zum Fliegen und eine größere Rack-Version für die Konzerte in der Schweiz. Da nehme ich dann auch meine Refam-Boxen mit. Das ist für mich auch was Spezielles. Die sind dann etwas kleiner als Marshall, das ist von Stefan Rath aus Deutschland, der ist mittlerweile verstorben. Die haben einen ganz speziellen Sound. Ich liebe sie. Nicht alle sehen das gleich wie ich. Und das andere, das Hassen, ist das digitale Zeugs. Mir hat es zu viele Knöpfe, ist zu kompliziert. Und ich bin froh, haben wir VO in der Band. Also wenn ich auf der Bühne stehe und ein Problem habe, dann ist mein erster Satz VO, komm mal schnell, kannst du schauen, was ist kaputt.
Das Einzige, was ich an dem Ding bediene, ist der Ein- und Ausschaltknopf. Alles ist vorprogrammiert und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bin ich am Arsch. Ja. Und gitarrenmäßig schwöre ich auf Jackson. Mhm. Das ist dann einfach meine Lieblingsgitarren. Ich spiele da ein bald über 30-jähriges US-Version, Custom-Version Randy Rhoads. Und dann habe ich auch noch stinkbillige Versionen. Die tönen nicht mal schlecht, manchmal sogar besser und sind stimmstabiler. Die Asien-Versionen. Also ich kann da eigentlich, ja, ich schwöre einfach auf Jackson. Aber ich habe da auch nie ein Endorsement-Deal oder sowas, weil die stellen da, wenn du da keine Connections hast, die stellen da auf irgendwelche, unter anderem auf irgendwelche Likes und Followers in Facebook und so ab. Und da muss ich sagen, nee, sorry, das hat einfach nichts damit zu tun, wo man vielleicht wie Werbung macht. Das kann ja dann jeder, aber ich brauche das auch nicht. Aber Jackson ist für mich einfach, jetzt habe ich noch Werbung gemacht, obwohl die mir nichts geben, aber das ist mir egal, ich liebe einfach diese Gitarre. Okay. Und dann habe ich noch einen Geigenbogen. Okay. Und die Plektren, wenn du es ganz genau wissen willst, das sind Jane Dunlop, die speziellen, diese Sharkfin-Plektren. Ich bin sehr froh, dass es die noch gibt, weil ich kann mit den normalen Plektrenformen kann ich gar nicht spielen. Ich habe mir da bei der Reunion irgendwie 500 Stück, 500er Pack gekauft, damit ich sicher bin, dass ich da noch durchkomme, bevor ich den Battle abgebe. Okay. Jetzt bist du dran, Steve. Ja, ich spiele Schlagzeug. Ja. Was halt so da steht. Trommel, Trommel, Trommel. Nein, ich glaube, seit es Messiah wieder gibt, spiele ich mit 2 Bassdrums, aber eigentlich nur über eine. Ich spiele eine Doppelmaschine, meistens für den Tontechniker ein bisschen einfacher zu mischen, aber für das Optische halt 2 Bassdrums. Ne? 3 Hängetoms, ein Floortom und ganz viele Becken von Peiste. Ich habe, anders wie Brögi, habe ich schon seit 1992 ein Endorsement-Deal mit Peiste, Schweizer Beckenfirma. Ich habe auch vorher nie was anderes gespielt. Finde ich sehr cool, dass ich da immer noch dabei sein darf. Ich habe ja nicht immer so aktiv musiziert wie jetzt wieder. Dann Drumsticks habe ich eigentlich auch ein Schweizer Produkt von Agner. Und jetzt neu von Chachi Copito diese ultraschnellen Fußmaschinen, was auch ja nicht selbstverständlich ist. Ich bin ja nicht in der Profiliga unterwegs und die sind mir da sehr entgegengekommen. Dafür muss ich ein bisschen Werbung machen auf YouTube und auf den Social Media Kanälen. Das ist so der Deal. Ja, ich bin aber kein Blogger oder so, aber ich glaube, es reicht Ihnen, was ich da mache. Dafür habe ich ein tolles Produkt da stehen und das passt für mich so. Okay, super. Und was ist eine kleine, vielleicht unscheinbar Gear-Technik-Entscheidung, die bei euch einen riesigen Unterschied im Sound macht? Tja. Haha. Giertechnik, bei mir nicht. Ich hau einfach rein wie ein Idiot. Ich finde Also, halt ein sehr akzentuiertes Drumming kommt halt powervoll rüber und trägt die Band dann auch entsprechend so nach vorne. Ne? Ja, und ist oldschool und nicht getriggert und all das Zeugs, oder? Du spielst mit Kraft und nicht mit Triggertechnik, oder? Das ist ja Doch. auch, ja, aber nicht groß. Ja. Nein, ich spiele beides. Das ist, wir mischen das Signal, aber ja. Mhm. Ja, Ja. Und Brügge? aber was war die Frage ganz genau? Ich bin einfach Der Gear-Trick. Ob du irgendwie ein Trick hast, dass der Sound so ist, wie du klingst. Ich glaube, so habe ich das verstanden. Ja, also im Grundsatz ist es so, dass natürlich jetzt mit dem Camper, das ist jetzt halt wieder Werbung, da kannst du natürlich rein theoretisch alles machen.
Und dann kannst du natürlich mit den Grundeinstellungen durchforsten und so lange zu Wege richten, bis du den Sound hast, der dir gefällt. Was ich sicher nie gemacht habe, ist irgend andere Bands anzuhören und irgendwie probieren, einen Sound nachzuahmen, sondern ich habe mich mit dem Teil auseinandergesetzt und ja, und dann einfach das so weit getrieben, bis mir gepasst hat. Bei mir ist es ein bisschen speziell, dass ich sehr viel mit Chorus-Effekten noch arbeite. Das ist dann so, besonders Choir of Horrors, Chico Dialin, der Refrain. Das ist vielleicht ein bisschen eine Eigenständigkeit. Das hatte ich früher schon, Extreme Cold Weather. Und da war eigentlich der Sound, der wird immer wieder gesagt, der war so speziell, den bringe ich selber gar nicht mehr hin. Das war mit der damaligen Gitarre, mit einem Boss-Chorus-Effekt und einem uralten Marshall. Diese Kombination hatte das ausgemacht. Das ist aber auch nicht extra gesucht worden, sondern das ist einfach persönlicher Geschmack gewesen. Ja, aber ich denke schon, bei dir ist es der Chorus-Sound. Der ist schon der, das ist so der Messiah-Sound für mich. Also, ja, und dann ist dann schon mit dem Sound, mal abgesehen von der Technik, ich mache ja nicht nur hart angeschlagene Riffs, wo ich mit dem Handrücken durchspiele, sondern ich spiele halt auch akkordmäßig offen mit dem Zerr-Sound. Und das gibt dann halt eine breitere Atmosphäre, aber das ist dann halt mehr ein bisschen so der persönliche Geschmacksstil zum Atmosphäre erzeugen. Okay. Und was war das erste Metal-Konzert, das euch komplett umgehauen hat? Ein Gig, den ihr nie vergessen wird? Also nicht selber gespielt, sondern von genau, als Fan. Als ein Fan. Ja, ich habe mein allererstes Konzert, wo ich überhaupt hingehen durfte, war ein Open Air. AC, Van Halen und Mötley Crüe. Und das war für mich, ich war total überfordert mit der Situation. So viele Menschen und so laut und werde ich nie mehr vergessen. Wann war das? Dann Slayer in Zürich, das war 1984 das erste Mal. Und dann Slayer im Zürcher Volkshaus mit der Raining Blood Tour. Wow. Da hat es mir die Schuhe ausgezogen und die Leute, die sind komplett durchgedreht. Tom Araya musste nach jedem Song irgendwie gefühlte 5 Minuten warten, weil die da auf dem Balkon auf das Holz gehauen haben. Das war ein Riesenlärm und er konnte gar keine Ansagen machen. Und die Leute sind vom Balkon runtergesprungen. Das war völlig crazy. Und das ist, ich würde immer noch sagen, also das war das verrückteste und wildeste Konzert und beste Konzert ever. Wann war das, Slayer? Slayer war, glaube ich, das müsste 87 gewesen sein, oder 6 oder 87, ja. 84 war ich 3 Jahre alt. Und Brögi? Ja, also ich kann mich an das erste Konzert, das mich meine Eltern ließen, mit 15 erinnern. Das war Saxon in Basel im St. Jakobstadion, da war ich 15. Was mir da geblieben ist, war der Eindruck dieser wahnsinnigen Power, Lautstärke. Ich war fasziniert von großen Boxentürmen und war auf der Seite vorne an der Bühne und das war so laut, dass ich das Gleichgewicht verlor. Das gab es früher noch, das gibt es ja heute nicht mehr. Und dann war sicher 2 weitere Konzerte Zürich im Volkshaus. Einerseits war das Maiden auf der Killers Tour und dann auch im Volkshaus auf jeden Fall Venom und Metallica. Metallica hat einen Meter vor Bühnenrand nach hinten bis an die Absperrung, wo Venom spielte. Und die waren da noch klein, oder? Aber es war so verdammte Energie von Metallica, als sie das erste Album spielten. Ja, das war für mich ziemlich eindrücklich im Volkshaus. Okay. Und beschreibt uns, wie ihr als Kinder, Jugendliche zum Metal gekommen seid. Was war der erste Metal-Song, den ihr gehört habt? Und was hat das mit euch gemacht? Oh, der erste Metal-Song. Wow. Also ich bin, klar wird man in der Schulzeit geprägt von Schulkollegen, die vielleicht auch so Musik hören.
Einer kam immer mit Venom an, das fand ich total scheiße damals noch. Das war mir irgendwie zu früh. Habe ich nicht verstanden zu der Zeit. Mittlerweile finde ich es sehr cool. Aber ich glaube, so der erste Metal, ich bin ja so mit Queen eingestiegen, müsste eigentlich Maiden gewesen sein. Ich kann Wahrscheinlich denken, irgendwas von Number of the Beast. warst du vielleicht 13 Jahre alt oder? Ja, so um den Dreh rum, ja. Ja, ja, das muss. Meine erste Maiden-Platte war aber Peace of Mind und Number of the Beast habe ich erst danach gekauft und Killers. Ja. Aber ich denke schon, das ging da in die Richtung. Und was natürlich vorher noch war, Kiss Alive 1 und 2. Das war eigentlich noch vor Maiden, kommt mir natürlich in den Sinn. Die haben mich schon sehr geprägt und mit ihren Kostümen und Schminke, das war natürlich, hat mich weggehauen. Detroit Rock City und die ganzen Songs, ja. Und Brüggi? Ja, bei mir war das ganz am Anfang vielleicht noch nicht Metal, aber das erste Mal, dass ich so meine allererste Platte, die ich gekauft habe, war Status Quo. Das war nicht Metal, aber so hat es eigentlich bei mir dann, nebst Tricky King wegen der Gitarrenarbeit, hat es mir dann eigentlich so angefangen. Und dann war ganz sicher Black Sabbath bei mir sehr einflussreich, weil ganz verrückt war eigentlich für mich Heaven and Hell. Und dann später Mob Rules, das hat mich sicher sehr stark beeinflusst. Und vor allem dann eben mit Ronnie James Dio am Gesang. Dann fand ich dann Black Sabbath extrem gut. Ich finde Ozzy auch gut, also mit Ozzy so Technical Ecstasy war auch, oder Ecstasy wie die Platte heißt. Da hat es auch Sachen drauf, die mir extrem gut gefallen. Und dann kam dann ziemlich schnell auch Maiden und Judas Priest. Also vor allem auch ganz alte Judas Priest, die erste Rock'n'Rolla. Das finde ich viel geiler als die neuen Sachen. So bin ich ein bisschen reingekommen. Und dann plötzlich kam natürlich Monella Road. Allerdings dann mit der Platte der Deluge. Da kannte ich Joyce John, der hat mir die mal gezeigt. Die habe ich dann unbedingt besorgt. Und dann ging es dann zurück bis 78 mit der ersten Monella Road Platte. Mit Metal und die andere, wie hieß die noch, weiß ich nicht mehr. Wie alt warst du dann? Also jetzt ganz am Anfang, Status Quo, ja, was war das? 11, 12? Ja, okay. Und welche Band würdet ihr heute am liebsten live sehen? Queen. Ich hätte können, war aber total im Death Metal Fieber damals. Und die waren in Zürich und da kam gerade das Slayer-Zeug raus und ja, ich weiß nicht, das war die Magic Tour, glaube ich. Da hätte ich hingehen können und ich habe es nicht getan und ich könnte mich jetzt noch schlagen dafür. Das ist echt, Freddie Mercury ist wirklich eigentlich für mich, wenn du mich gefragt hättest, wer ist dein Lieblingssänger, hätte ich Freddie Mercury gesagt. Super. Aber heute? Ach so, eine Band, die ich noch nie gesehen habe, müsste das ja sein, oder? Oh, irgendwas. Schwierig. Heute. Man kann sich ja alles angucken. Das ist ja nicht so schwierig. Ich reise auch gern irgendwo hin, wenn ich was sehen will. Ich würde mir gern nochmal Merciful Fate ansehen. Ich habe die gesehen, wo die Reunion gemacht haben. Hat mich total geflasht, weil der King singt wirklich live und der bringt das echt gut rüber. Ja, die ganze Band ist live, keine Overdub-Sticks. Und das hat richtig geknallt. Ne? Er war hier letzte Sommer in Griechenland und ich habe nur die beste positive Kommentare gehört. Ja, das war Wahnsinn. Ja, und Brüggi? Ja, also früher hätte ich gerne viele Konzerte gesehen, die mit Ronnie James Dio gewesen waren. Ich habe nur einmal Ronnie James Dio gesehen, als mit dem Solo-Projekt, mit Holy Diver. Ich hätte aber gerne auch mal Rainbow gesehen, das ging dann halt nicht zu meiner Zeit.
Und heute würde ich eigentlich, das geht auch nicht, aber das wäre, wenn das die Bands noch gäbe und der Gitarrist noch leben würde ich sehr gerne Warlord sehen. Mhm. Warlord wäre für mich der absolute Wahnsinn. Das ist auch etwas, das mir immer ins Herzen ging. Aber das geht halt nicht. Ja. Und ansonsten, ja, sind eher die Sachen, die halt nicht mehr gehen. Also, und sonst besuche ich nicht viel Konzerte. Ich habe schon ein bisschen genug mit den Messiah-Konzerten selbst, wo sie einfach so unter die Leute gehen und drumherum. Dann bin ich mehr ein bisschen die ruhige Person. Und Warlord, das hätte ich schon gerne auch mal gesehen. Okay. Wenn ihr einer jungen Death Metal Band, die 10 plus Jahre durchhalten will, einen Rat geben könntet, welcher wäre das? Ja, einfach mit sich selber ehrlich sein und nicht einfach das machen, was man will und auf das Gefühl vertrauen. Nicht irgendwelchen Hypes hinterherrennen oder was kopieren. Einfach das machen, was aus dem Herzen kommt. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Seine Ideen verfolgen und umsetzen und lieb sein miteinander. Keine Allüren, weil sobald einer Allüren entwickelt, gibt es Veränderungen in der Band. Das ist, glaube ich, unumgänglich. Ne? Ja. Okay. Und der beste Moment in der Geschichte von Messiah. Erzähl uns eine coole Story, die euch zum Lächeln bringt oder sogar zum Lachen. Ja, da gäbe es viele. Und von jedem vermutlich seine eigene Geschichte. Boah, ich kann mich nicht mehr im Detail, aber wir waren ja in den 90ern dreimal in Berlin zum Aufnehmen im Studio. Und ich kann mich da, also sicher zweimal haben wir auch im Studio übernachtet. Nein, immer haben wir im Studio übernachtet. Also beim ersten Mal bei der Choir Session war unglaublich, wir hatten es so lustig. Dann waren noch Mille und Ventor von Creator waren auch noch da. Wir haben eigentlich jeden Abend irgendwie Party gemacht. Die einen haben gekifft, die anderen gesoffen. Und wir haben viel gelacht, waren draußen, haben Berlin entdeckt. Das fand ich nur eine richtig gute Zeit und wir hatten es auch untereinander immer sehr albern und lustig. Ne? Aber so jetzt gerade eine Anekdote fällt mir jetzt so nicht ein. Grad. Ja, die Reckfahrt in Yverdon. Nicht Yverdon, wo war das? Fribourg. Die Reckfahrt, die auf dem Gitarrenreck die Straße runterfahren. Stimmt. Erzähl mal. Hatte ich irgendwie so 1,20 Meter hohes Gitarrenreck mit 1000 Geräten. Und das Scheißteil konntest du nicht halten. Und dann sind wir da die Pflastersteinstraße runtergesaust. War völlig bekloppt, oder? Nach der Show, ja. Oder was ganz speziell war, natürlich die Reise das erste Mal nach Ostdeutschland mit dem Car, mit Fans zusammen. Das ging da drin ab wie die Sau. Und das, ja, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht alles erzählen. Das war wirklich, also es ist wirklich da mit Fans zusammen und der ganzen Truppe und da war noch DDR oder hinreisten, da haben wir Dinge erlebt, die sind wirklich gewaltig gewesen. Oder dann gibt es auch so kleinere lustige Sachen. Ich mag mich auch vielleicht zum Ende auch mal erwähnen, nochmals. Am Maryland Death Fest. Also vielmals bin ich im Hotelzimmer mit Frugi zusammen, da war Andy noch im Zimmer. Und vor dem Konzert waren wir da halb nackt, nur mit den Unterhosen, mit Zahnbürste. Und dann haben wir also als Scheiß wie Kindergärtler das ganze Set durchgespielt. Andy hat irgendwas rumgeschrien. Frugi und ich hatten was rumgetrommelt und gemacht. Da gibt es noch ein Video. Das ist einfach die schöne Zeit zusammen, wenn man halt einfach mal wieder auch nicht der böse Metal-Musiker ist, sondern halt einfach Spaß hat und Fun und schön hat miteinander. Ja. Wir lachen ja auch auf der Bühne. Es hat natürlich auch schon gegeben mit dem Berlin, mit der Lichtshow vom Murphstand und runterpissen von der Bühne, das hat es auch schon gegeben. Ja. Das lassen wir jetzt. Oder die Unterkunft in Ostdeutschland.
mit Boccia spielen, mit mit den Nachttischlampen, mit den dann Glaskugeln von der Nachttischlampe. Das ist alles sehr kindisch jetzt, aber für uns damals war es lustig. Also das passiert heute eigentlich nicht mehr so. Heute sind wir da schon ein bisschen seriös. Okay, an dieser Stelle möchte ich mich für das Interview bedanken. Schließt das Ganze bitte mit einer Nachricht an eure Fans. Ja, hallo liebe Alters of Metal Hörer und Hörerinnen. Bleibt true, bleibt Metal, hört Musik, kauft die Alben von euren Lieblingsbands und unterstützt die Szene, kommt auf die Konzerte. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo. Wie gesagt, wir spielen im Oktober in Athen. Hoffe, euch da zu sehen und sonst rock on. Ja, ich bedanke mich sehr und bin eigentlich sehr dankbar, dass wir hier zu Gast sein durften. Und ich möchte einfach allen Fans danken, jetzt speziell den griechischen Fans, weil ich denke, dass wir auch hier etwas erfahren dürfen werden, das für mich persönlich, für mein Leben, Lebenseinstellung mit Metal mir die Energie gibt, Messiah zu machen, weiter zu kreieren, kreativ zu sein. Und wir sind ja hier als Metal-Fans, wie ihr Metal-Fans seid. Und das ist eigentlich das Schöne, weil das ist meine treibende Kraft. Das ist meine Gage, mein Lohn, ihr Fans, was ihr uns gebt. Dafür bin ich sehr dankbar. Super. Okay, Steve und Brögi, vielen Dank für dieses Interview. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Vielen Dank an dich. Vielen Danke Dank. auch, Dimitris. Und an euch alle, vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Wir beenden das Interview. Alles Gute und bis nächstes Mal. Okay, so, tschüss. Bye. Tschüss, danke. Amen.